Guten Tag an alle. Willkommen zurück bei Wow Spoken German. Ich bin Peter und ich muss euch etwas gestehen. Heute Morgen habe ich versucht, Pfannkuchen zu machen und es war eine absolute Katastrophe. Hallo zusammen, ich bin Adele. Oh nein, Peter, was ist denn passiert? Pfannkuchen sind doch nicht so schwierig. Das dachte ich auch, aber ich habe Salz und Zucker verwechselt. Meine Pfannkuchen waren so salzig wie das Meer. Meine Katze hat sie nicht einmal probiert. Oh je, das klingt wirklich schlimm. Aber wisst ihr was, liebe Zuhörer? Peters Missgeschick ist perfekt für unser heutiges Thema. Wir sprechen heute über das Kochen auf Deutsch. Genau, und ich hoffe, dass ich nach dieser Episode endlich lerne, wie man richtig kocht. Adele, du bist eine großartige Köchin. Was ist dein Geheimnis? Danke, Peter. Mein Geheimnis ist ganz einfach. Immer das Rezept lesen. Und jetzt eine Frage an euch, liebe Zuhörer. Kocht ihr gerne? Schreibt es uns in die Kommentare. Gute Frage. Also Adele, lass uns mit den Grundlagen beginnen. Was brauche ich in meiner Küche? Ich habe nur einen Topf und eine Pfanne. Nur einen Topf und eine Pfanne? Peter, Peter, Peter. Du brauchst mehr als das. Hör zu. Du brauchst einen großen Topf für Suppen und Pasta. Du brauchst eine Pfanne für Eier und Fleisch. Du brauchst auch ein Messer, ein Schneidebrett, einen Löffel und eine Gabel. Warte, das ist schon viel. Lass mich aufschreiben. Ein Topf, eine Pfanne, ein Messer, ein Schneidebrett, ein Löffel, eine Gabel. Was noch? Du brauchst auch einen Schneebesen für Eier, eine Schüssel zum Mischen und natürlich einen Ofen. Hast du einen Ofen, Peter? Ja, ich habe einen Ofen, aber ich benutze ihn nur, um meine Schuhe zu trocknen im Winter. Was? Peter, der Ofen ist nicht für Schuhe. Der Ofen ist zum Backen. Du kannst Brot backen, Kuchen backen, Pizza backen, Hühnchen braten. Oh, ich wusste nicht, dass der Ofen so nützlich ist. Liebe Zuhörer, benutzt ihr euren Ofen richtig? Oder seid ihr wie ich? Ich hoffe nicht. Okay, Peter, jetzt lernen wir über Zutaten. Was sind deine Lieblingszutaten? Ich mag Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten und Käse. Ich liebe Käse. Sehr gut. Das sind alle wichtige Grundzutaten. Mit diesen 5 Sachen kannst du schon viele Gerichte machen. Zum Beispiel Kartoffelsuppe, Tomatensoße, gebackene Kartoffeln mit Käse. Das klingt lecker. Aber Adele, wie sage ich, wenn ich mehr von etwas brauche, wenn ich ins Geschäft gehe? Gute Frage. Du sagst, ich brauche 1 Kilo Kartoffeln. Ich brauche ein halbes Kilo Tomaten. Ich brauche 200 Gramm Käse. Ich brauche eine Zwiebel oder 2 Zwiebeln. 1 Kilo, ein halbes Kilo, 200 Gramm. Verstanden? Und was ist mit Flüssigkeiten? Wie Milch oder Wasser? Für Flüssigkeiten sagst du, ich brauche 1 Liter Milch. Ich brauche einen halben Liter Sahne. Oder du sagst, ich brauche eine Flasche Wasser, eine Flasche Öl. 1 Liter, einen halben Liter, eine Flasche. Okay, liebe Zuhörer, geht ihr oft einkaufen für Lebensmittel? Schreibt uns, was ihr kauft. Sehr schön, Peter. Jetzt müssen wir über Verben sprechen. Die wichtigsten Verben beim Kochen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Welche Verben brauche ich? Also das erste Verb ist schneiden. Du schneidest die Zwiebel. Du schneidest die Tomaten. Du schneidest das Brot. Schneiden, verstanden. Ich schneide alles. Was kommt als nächstes? Das zweite Verb ist braten. Du brätst das Fleisch in der Pfanne. Du brätst die Eier. Du brätst das Gemüse. Braten in der Pfanne. Gut. Weiter. Dann haben wir Kochen. Du kochst Wasser. Du kochst Pasta. Du kochst Reis. Du kochst eine Suppe. Warte mal, was ist der Unterschied zwischen Braten und Kochen? Sehr gute Frage. Kochen ist mit viel Wasser oder Flüssigkeit, meistens im Topf. Braten ist mit wenig Fett, meistens in der Pfanne. Verstehst du? Ah ja, Kochen ist Topf und Wasser. Braten ist Pfanne und Öl. Perfekte. Genau. Und dann haben wir noch Backen. Du backst im Ofen. Du backst Brot, Kuchen, Pizza, Plätzchen. Backen ist Ofen, nicht Schuhe trocknen. Ich hab verstanden, Adele. Gut. Es gibt noch mehr Verben. Rühren, das heißt, du bewegst mit einem Löffel oder Schneebesen. Und mischen, das heißt, du verbindest verschiedene Zutaten zusammen. Rühren und mischen. Sind die nicht gleich? Fast. Rühren ist mehr für Flüssigkeiten, wie Suppe oder Teig. Mischen ist für alles, auch Salat. Du mischst den Salat, du rührst die Suppe. Aha. Ich rühre die Suppe im Topf. Ich mische den Salat in der Schüssel. Richtig? Perfekt, Peter. Du lernst schnell. Liebe Zuhörer, welches Verb findet ihr am schwierigsten?
Schneiden, braten, kochen, backen, rühren oder mischen? Adele, ich möchte ihr jetzt ein einfaches Rezept lernen. Kannst du mir beibringen, wie man eine einfache Tomatensauce macht? Natürlich. Tomatensauce ist perfekt für Anfänger. Hör gut zu. Zuerst brauchst du 4 große Tomaten, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, Olivenöl, Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker. 4 Tomaten, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, Öl, Salz, Pfeffer, Zucker. Ich habe alles aufgeschrieben. Was mache ich jetzt? Zuerst schneidest du die Zwiebel in kleine Stücke. Dann schneidest du den Knoblauch auch in kleine Stücke. Die Tomaten schneidest du in Würfel. Alles schneiden. Zwiebel klein, Knoblauch klein, Tomaten in Würfel. Und dann? Dann nimmst du eine Pfanne. Du machst das Öl in die Pfanne. Du wartest, bis das Öl heiß ist. Dann gibst du die Zwiebel in die Pfanne. Öl in die Pfanne, warten bis heiß, Zwiebel rein. Wie lange braucht die Zwiebel? Die Zwiebel brätst du für 3 Minuten, bis sie weich ist und ein bisschen braun wird. Dann gibst du den Knoblauch dazu. Aber nur für 1 Minute. Knoblauch verbrennt schnell. Zwiebel 3 Minuten, dann Knoblauch 1 Minute. Verstanden. Und die Tomaten? Jetzt gibst du die Tomaten in die Pfanne. Du gibst Salz dazu, Pfeffer dazu und einen Teelöffel Zucker. Der Zucker macht die Soße weniger sauer. Ah, Zucker in Tomatensauce, das ist interessant. Ich dachte, Zucker ist nur für süße Sachen. Nein, nein. Ein bisschen Zucker hilft bei Tomaten. Jetzt rührst du alles zusammen und lässt es kochen für 20 Minuten. Nicht zu heiß. Mittlere Hitze ist perfekt. 20 Minuten auf mittlerer Hitze, immer rühren. Das kann ich machen. Was passiert dann? Nach 20 Minuten sind die Tomaten weich und alles ist eine schöne Soße. Wenn du möchtest, kannst du frisches Basilikum dazugeben. Das schmeckt sehr gut. Basilikum, das ist ein Kraut, richtig? Wo finde ich das? Ja, Basilikum ist ein Kraut. Du findest es im Supermarkt bei den frischen Kräutern. Oder du kannst Basilikum zu Hause wachsen lassen. Ich habe Basilikum auf meinem Balkon. Du hast Kräuter auf dem Balkon? Was noch? Ich habe Basilikum, Petersilie, Rosmarin, Thymian und Minze. Alle sind sehr nützlich beim Kochen. Und sie riechen so gut. Liebe Zuhörer, habt ihr Kräuter zu Hause? Welche Kräuter benutzt ihr am meisten? Sehr gute Frage, Peter. Okay, jetzt wissen wir, wie man Tomatensauce macht. Was möchtest du als nächstes lernen? Ich möchte lernen, wie man Pasta richtig kocht. Ich koche immer Pasta, aber sie ist manchmal zu weich oder zu hart. Pasta kochen ist eine Kunst. Aber ich zeige dir, wie es geht. Zuerst brauchst du einen großen Topf mit viel Wasser. Sehr viel Wasser. Wie viel Wasser? 1 Liter, 2 Liter? Für 500 Gramm Pasta brauchst du mindestens 3 Liter Wasser. Viel Wasser ist wichtig, damit die Pasta nicht zusammenklebt. 3 Liter, das ist viel. Und dann? Du bringst das Wasser zum Kochen. Das bedeutet, du wartest, bis das Wasser Blasen macht und sehr heiß ist. Dann gibst du Salz ins Wasser. Viel Salz. Wie viel Salz? 1 Teelöffel? Nein, mehr. Einen Esslöffel Salz für 3 Liter Wasser. Das Wasser soll schmecken wie das Meer. Das ist wichtig für den Geschmack. Einen ganzen Esslöffel? Wirklich? Okay, ich vertraue dir. Und dann kommt die Pasta? Ja. Wenn das Wasser kocht und du das Salz drin hast, gibst du die Pasta ins Wasser. Rühre sofort. Die ersten 2 Minuten sind sehr wichtig. Du musst rühren, damit die Pasta nicht am Topfboden klebt. Rühren, rühren, rühren. Wie lange muss die Pasta kochen? Das steht auf der Packung. Jede Pasta ist anders. Spaghetti brauchen normalerweise 8 bis 10 Minuten. Penne brauchen 10 bis 12 Minuten. Lies immer die Packung. 8 bis 10 für Spaghetti, 10 bis 12 für Penne. Aber woher weiß ich, wann die Pasta fertig ist? Du probierst sie. Nimm eine Nudel aus dem Wasser mit einer Gabel. Warte kurz, bis sie nicht mehr so heiß ist. Dann beißt du drauf. Die Pasta soll al dente sein. Al dente, was bedeutet das? Das ist italienisch, oder? Ja, al dente ist italienisch und bedeutet noch ein bisschen fest, nicht zu weich. Wenn du in die Pasta beißt, soll sie noch ein kleines bisschen Biss haben. Ein bisschen fest, nicht zu weich, verstanden. Und was mache ich, wenn die Pasta fertig ist? Du nimmst ein Sieb. Ein Sieb ist wie eine Schüssel mit Löchern. Du gießt die Pasta ins Sieb. Das Wasser geht durch die Löcher, die Pasta bleibt im Sieb. Ein Sieb. Ich glaub's ja, ich habe kein Sieb. Kann ich auch die Pasta mit einer Gabel herausnehmen? Bei Spaghetti ja, aber bei kleiner Pasta wie Penne ist das sehr schwierig. Kauf dir ein Sieb, Peter. Das kostet nicht viel und ist sehr nützlich. Okay, ich kaufe ein Sieb. Was mache ich nach dem Sieb? Ganz wichtig,
Wasche die Pasta nicht mit kaltem Wasser. Das machen viele Leute falsch. Die Pasta kommt direkt aus dem Sieb in die Soße. Nicht waschen, direkt in die Soße. Warum soll ich nicht waschen? Weil an der Pasta noch Stärke ist. Die Stärke hilft, dass die Soße besser an der Pasta klebt. Wenn du die Pasta wäschst, geht die Stärke weg. Oh, ich habe immer meine Pasta gewaschen. Kein Wunder, dass die Soße nie gut klebt. Danke, Adele. Liebe Zuhörer, wascht ihr eure Pasta? Schreibt uns. Sehr gut, Peter. Noch ein Tipp. Bevor du das Wasser wegschüttest, nimm eine Tasse von dem Kochwasser. Das Kochwasser kannst du in die Soße geben. Das Nudelwasser? In die Soße, warum? Das Nudelwasser hat Stärke und Salz. Es macht die Soße cremiger und hilft, dass die Soße besser wird. Probier es mal. Das wusste ich nicht. Das ist ein sehr guter Trick. Okay, was lernen wir jetzt? Ich will mehr wissen. Lass uns über verschiedene Kochtechniken sprechen. Wir haben schon über Schneiden, Braten, Kochen und Backen gesprochen. Aber es gibt noch mehr. Was denn noch? Ich dachte, das sind alle. Oh nein, es gibt Dämpfen. Das machst du mit Gemüse. Du kochst Wasser in einem Topf. Und das Gemüse liegt über dem Wasser in einem speziellen Einsatz. Der Dampf kocht das Gemüse. Dämpfen klingt kompliziert. Ist das besser als normales Kochen? Ja, Dämpfen ist sehr gesund. Das Gemüse behält mehr Vitamine und Farbe. Karotten, Brokkoli, Blumenkohl, alles schmeckt besser gedämpft. Ich muss mir so einen Dampfeinsatz kaufen. Was gibt es noch? Es gibt Grillen. Im Sommer grillst du draußen. Du grillst Fleisch, Fisch, Gemüse, sogar Obst. Grillen gibt einen besonderen rauchigen Geschmack. Ich liebe Grillen. Im Sommer grille ich jeden Samstag. Aber das ist mehr Hobby als Kochen, oder? Nein, nein, Grillen ist definitiv Kochen und eine sehr wichtige Technik. Dann gibt es noch Dünsten. Das ist wie Braten, aber mit ein bisschen Wasser oder Brühe. Dünsten, dämpfen, braten, das wird kompliziert. Wann benutze ich was? Dünsten ist gut für Gemüse, das schnell weich werden soll. Dämpfen ist gut für Gemüse, das seine Form behalten soll. Braten ist gut für Fleisch und wenn du eine braune Kruste willst. Eine braune Kruste, wie bei Steak. Ich verstehe. Adele, wie macht man ein gutes Steak? Oh, Steak! Das ist eine Kunst. Zuerst muss das Fleisch Raumtemperatur haben. Nimm es 30 Minuten vor dem Kochen aus dem Kühlschrank. 30 Minuten draußen? Wird das Fleisch nicht schlecht? Nein, nur 30 Minuten ist sicher. Wenn das Fleisch zu kalt ist, wird es außen verbrannt und innen roh. Raumtemperatur ist perfekt. Verstanden. Und dann? Dann gibst du Salz und Pfeffer auf beide Seiten vom Steak. Mach die Pfanne sehr, sehr heiß. Gib ein bisschen Öl in die Pfanne. Wenn das Öl raucht, ist die Pfanne bereit. Sehr heiß rauchendes Öl, das klingt gefährlich. Ein bisschen. Aber das ist wichtig für eine gute Kruste. Leg das Steak in die Pfanne. Achtung, es wird laut. Berühre das Steak nicht für 2 Minuten. Nicht berühren für 2 Minuten, das ist schwer. Ich will immer alles bewegen in der Pfanne. Ich weiß. Aber widersteh. Nach 2 Minuten drehst du das Steak um. Dann wieder 2 Minuten. Das ist für ein Medium Steak. Was ist Medium und was gibt es noch? Medium bedeutet innen rosa, aber nicht roh. Es gibt Rare, das ist sehr rosa innen. Medium Rare ist ein bisschen rosa. Medium ist rosa in der Mitte. Well done ist komplett durchgebraten. Ich mag Medium Rare. Rosa in der Mitte, aber nicht zu viel. Wie weiß ich, wann das Steak fertig ist? Es gibt einen Trick mit der Hand. Mach deine Hand entspannt. Drück auf den weichen Teil unter dem Daumen. Das fühlt sich an wie Rare Fleisch. Okay, ich mache das. Weich, das ist Rare. Jetzt berühre deinen Daumen und Zeigefinger zusammen. Drück wieder auf die Hand. Das ist Medium Rare. Oh, es ist fester. Das ist ein cooler Trick. Daumen und Mittelfinger zusammen ist Medium. Daumen und Ringfinger ist Medium Well. Daumen und kleiner Finger ist Well done, sehr fest. Das muss ich üben. Liebe Zuhörer, kennt ihr diesen Trick? Probiert es jetzt. Daumen und Zeigefinger für Medium Rare. Sehr gut. Und noch etwas Wichtiges. Wenn das Steak fertig ist, lass es ruhen für 5 Minuten. Ruhen? Das Steak soll schlafen? Haha. Nein, ruhen bedeutet, du lässt es einfach auf einem Teller liegen. Die Säfte im Fleisch verteilen sich dann gleichmäßig. Wenn du sofort schneidest, laufen alle Säfte raus. Ah, deshalb ist mein Steak immer so trocken. Ich schneide es sofort. 5 Minuten warten, dann schneiden. Notiert. Perfekt. Jetzt sprechen wir über Gewürze. Gewürze sind so wichtig beim Kochen.
Welche Gewürze hast du zu Hause, Peter? Ich habe Salz und Pfeffer. Reicht das nicht? Salz und Pfeffer sind die Basis. Aber du brauchst mehr für guten Geschmack. Du brauchst Paprika, Oregano, Basilikum, Rosmarin, Thymian, Curry, Zimt, Muskatnuss. Das sind so viele. Wofür brauche ich all diese Gewürze? Paprika ist gut für Fleisch und Gulasch. Oregano ist perfekt für italienische Gerichte wie Pizza und Pasta. Basilikum auch für Italienisch. Rosmarin ist fantastisch für Kartoffeln und Huhn. Rosmarin für Kartoffeln. Das klingt lecker. Und Thymian? Thymian ist sehr vielseitig. Du kannst es für Suppen nehmen, für Fleisch, für Gemüse. Es hat einen leichten, frischen Geschmack. Und Curry? Das ist doch indisch, oder? Ja, Curry kommt aus Indien. Aber Curry ist eigentlich eine Mischung aus vielen Gewürzen. Es ist gelb und schmeckt ein bisschen scharf und sehr aromatisch. Perfekt für Reis, Huhn und Gemüse. Ich mag scharfes Essen. Welche scharfen Gewürze gibt es? Es gibt Chilipulver, Cayennepfeffer, scharfe Paprika. Aber sei vorsichtig. Ein bisschen ist gut. Zu viel ist eine Katastrophe. Wie viel ist zu viel? Fang immer mit einer kleinen Prise an. Eine Prise ist, was zwischen 2 Fingern passt. Du kannst immer mehr dazugeben, aber du kannst es nicht wegnehmen. Eine Prise. Das ist ein guter Rat. Liebe Zuhörer, mögt ihr scharfes Essen? Welches ist euer schärfstes Gericht? Sehr schön. Und vergiss nicht die süßen Gewürze. Zimt ist wunderbar für Kuchen, Apfelkompott, sogar für Kaffee. Muskatnuss ist gut für Kartoffelpüree und weiße Soße. Muskatnuss in Kartoffelpüree? Ich muss das probieren. Wie viel Muskatnuss? Ganz wenig. Muskatnuss ist sehr stark. Eine kleine Prise reicht. Zu viel Muskatnuss schmeckt bitter. Okay, ich bin vorsichtig mit Muskatnuss. Adele, erzähl mir von deinem Lieblingsrezept. Oh, mein Lieblingsrezept. Das ist schwierig. Ich habe so viele. Aber ich denke, meine Oma Kartoffelsuppe ist mein absolutes Lieblingsrezept. Oma Kartoffelsuppe. Das klingt nach Liebe und Wärme. Wie machst du das? Es ist sehr einfach. Du brauchst 1 Kilo Kartoffeln, 2 Karotten, eine Stange Lauch, eine Zwiebel, 1 Liter Gemüsebrühe, Sahne, Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Das ist nicht so viel. Ich dachte, Suppe ist kompliziert. Nein, Suppe ist perfekt für Anfänger. Du schneidest alles in kleine Stücke. Die Kartoffeln, die Karotten, den Lauch, die Zwiebel, alles klein. Alles klein schneiden. Das kann ich. Und dann? Du nimmst einen großen Topf, gibst ein bisschen Butter rein. Wenn die Butter geschmolzen ist, gibst du die Zwiebel dazu. Brate die Zwiebel für 3 Minuten. Butter, Zwiebel, 3 Minuten, wie bei der Tomatensoße. Genau. Dann gibst du die Karotten und den Lauch dazu. Brate alles zusammen für 5 Minuten. Dann kommen die Kartoffeln dazu. Karotten und Lauch 5 Minuten, dann Kartoffeln. Und die Brühe? Jetzt gießt du die Gemüsebrühe über alles. Die Brühe soll alles bedecken. Bring alles zum Kochen. Dann mach die Hitze kleiner und lass es 20 Minuten köcheln. Was bedeutet köcheln? Köcheln ist wie leises Kochen. Es macht kleine Blasen, aber nicht große. Die Temperatur ist nicht so hoch wie beim Kochen. Kleine Blasen, nicht zu heiß. Verstanden. Und nach 20 Minuten? Dann sind die Kartoffeln weich. Jetzt kommt der magische Teil. Du nimmst einen Pürierstab und pürierst alles zusammen. Ein Pürierstab. Ich habe keinen Pürierstab. Was ist das? Ein Pürierstab ist ein elektrisches Gerät. Du hältst es in den Topf und es macht alles cremig und weich. Es kostet nicht viel. Sehr nützlich für Suppen. Ich schreibe auf meine Einkaufsliste Sieb und Pürierstab. Kann ich die Suppe auch ohne Pürierstab machen? Ja, du kannst eine Gabel nehmen und die Kartoffeln zerdrücken. Oder du lässt die Suppe so, mit Stücken. Das ist auch lecker. Mit Stücken ist auch gut. Und die Sahne? Nach dem Pürieren gibst du ein bisschen Sahne dazu. Vielleicht 100 Milliliter. Das macht die Suppe cremig und lecker. Dann gibst du Salz, Pfeffer und eine kleine Prise Muskatnuss dazu. 100 Milliliter Sahne, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Fertig? Fertig. Du kannst die Suppe mit frischen Kräutern servieren. Petersilie ist sehr schön. Oder du kannst Croutons dazugeben. Was sind Croutons? Croutons sind kleine Stücke von geröstetem Brot. Du schneidest altes Brot in Würfel, gibst Öl darüber und backst es im Ofen für 10 Minuten. Knusprig und lecker in der Suppe. Das klingt so gut. Ich habe Hunger jetzt. Liebe Zuhörer, welche Suppe mögt ihr am liebsten? Peter, jetzt bist du dran. Erzähl uns von einem Kochdesaster. Du hast vorhin die salzigen Pfannkuchen erwähnt.
Hast du noch andere lustige Geschichten? Oh ja, ich habe so viele. Einmal wollte ich meiner Freundin Dinner machen. Ich wollte Huhn im Ofen machen. Ich dachte, ich bin so schlau. Was ist passiert? Ich habe das Huhn in den Ofen gelegt. Aber ich habe vergessen, den Ofen anzumachen. Ich habe 1 Stunde gewartet. Dann habe ich den Ofen geöffnet. Das Huhn war noch roh und kalt. Oh nein, das ist so peinlich. Was hast du gemacht? Wir haben Pizza bestellt. Aber das war nicht das Ende. Eine andere Zeit wollte ich Spaghetti Carbonara machen. Ich habe ein Video auf YouTube gesehen. Es sah so einfach aus. Carbonara ist nicht so einfach. Was ist schiefgegangen? Ich habe die Eier direkt in die heiße Pfanne gegeben, mit der heißen Pasta. Die Eier sind sofort zu Rührei geworden. Es war keine Carbonara, es war Pasta mit Rührei. Oh, Peter, bei Carbonara muss die Pfanne vom Herd sein. Die Hitze der Pasta kocht die Eier langsam. Du darfst die Eier nicht auf direkter Hitze machen. Ich weiß das jetzt. Aber damals wusste ich es nicht. Meine Freundin hat trotzdem gegessen. Sie ist sehr nett. Das ist wahre Liebe. Liebe Zuhörer, habt ihr auch lustige Kochgeschichten? Erzählt uns. Wir wollen lachen. Ja, bitte schreibt uns eure Katastrophen, dann fühle ich mich nicht so allein. Adele, was ist dein größtes Kochdesaster? Ich? Ich habe auch Fehler gemacht. Einmal habe ich Salz mit Zucker verwechselt, genau wie du heute Morgen. Aber nicht bei Pfannkuchen. Ich habe einen Kuchen gemacht. Ein salziger Kuchen? Das ist noch schlimmer als salzige Pfannkuchen. Es war schrecklich. Es war der Geburtstag meiner Schwester. Alle haben ein Stück genommen. Alle haben gleichzeitig angefangen zu essen. Alle haben gleichzeitig aufgehört. Oh nein, was hast du gemacht? Ich bin schnell zum Bäcker gelaufen und habe einen neuen Kuchen gekauft. Zum Glück war der Bäcker noch offen. Jetzt überprüfe ich immer alles zweimal. Das ist eine gute Lektion. Immer zweimal überprüfen, besonders Salz und Zucker. Genau. Ich habe sogar jetzt verschiedene Behälter. Der Zuckerbehälter ist rot, der Salzbehälter ist blau. So verwechsle ich sie nie wieder. Das ist eine gute Idee. Ich brauche auch farbige Behälter. Adele, lass uns über Lebensmittelsicherheit sprechen. Das ist wichtig, oder? Sehr wichtig. Viele Leute werden krank, weil sie nicht vorsichtig sind. Erste Regel: Wasch immer deine Hände vor dem Kochen. Mit Seife und Wasser? Ja, mit Seife und warmem Wasser, mindestens 20 Sekunden. Du kannst ein Lied singen, während du wäschst. Happy Birthday, zweimal ist perfekt. Happy Birthday zweimal. Das kann ich machen. Was noch? Wasch auch das Obst und Gemüse, auch wenn es schon gewaschen aussieht. Besonders Salat, Tomaten, Gurken, Äpfel, alles. Ich wasche mein Obst meistens nicht. Ist das schlimm? Ja, das ist nicht gut. Auf Obst und Gemüse können Bakterien sein oder Pestizide. Immer waschen. Es dauert nur 1 Minute. Okay, ich wasche ab jetzt alles. Was ist mit Fleisch? Soll ich Fleisch auch waschen? Nein, wasch niemals rohes Fleisch. Wenn du Fleisch wäschst, können die Bakterien in der ganzen Küche verteilt werden. Auf die Arbeitsfläche, auf andere Lebensmittel. Nicht waschen? Aber ist das nicht schmutzig? Das Kochen tötet die Bakterien. Du musst das Fleisch nur gut durchbraten oder kochen, aber niemals vorher waschen. Verstanden. Kein Fleisch waschen. Was ist mit dem Schneidebrett? Ich benutze ein Schneidebrett für alles. Das ist ein Problem. Du brauchst mindestens 2 Schneidebretter. Ein Brett für rohes Fleisch und Fisch. Ein anderes Brett für Gemüse und Brot. Warum 2 verschiedene? Weil rohes Fleisch Bakterien hat. Wenn du Fleisch schneidest und dann auf dem gleichen Brett Salat schneidest, kommen die Bakterien auf den Salat. Der Salat wird nicht gekocht, also bleiben die Bakterien. Oh, das ist gefährlich. Ich habe das immer falsch gemacht. Ich kaufe mir ein zweites Schneidebrett. Sehr gut. Und nach dem Schneiden von rohem Fleisch musst du das Brett, das Messer und deine Hände sofort waschen. Mit heißem Wasser und Seife. Sofort waschen. Notiert. Liebe Zuhörer, habt ihr 2 verschiedene Schneidebretter? Noch etwas. Lass niemals gekochtes Essen zu lange draußen stehen. Nach 2 Stunden bei Raumtemperatur können Bakterien wachsen. Nur 2 Stunden? Im Sommer mache ich oft ein Picknick. Das Essen ist manchmal 4 oder 5 Stunden draußen. Im Sommer ist es noch schlimmer. Bei heißem Wetter sind es nur 1 Stunde. Hitze lässt Bakterien schneller wachsen. Du musst das Essen kühlen oder wegwerfen. 1 Stunde im Sommer. Das wusste ich nicht. Kein Wunder, dass mein Bauch manchmal wehtut nach Picknicks. Genau. Und wenn du Reste hast, tu sie in den Kühlschrank, sobald das Essen ein bisschen abgekühlt ist. Nicht erst am nächsten Tag. Wie lange kann ich Reste im Kühlschrank aufbewahren? Das kommt darauf an.
Gekochtes Fleisch und Fisch sind 3 bis 4 Tage okay. Suppen und Eintöpfe sind 3 bis 4 Tage okay. Reis ist nur 1 bis 2 Tage okay. Reis nur 1 bis 2 Tage? Warum so kurz? Reis kann gefährliche Bakterien haben, die nicht sterben, wenn du ihn wieder aufwärmst. Also sei vorsichtig mit altem Reis. Gut zu wissen. Ich habe manchmal Reis, der 1 Woche alt ist. Oh, das mache ich nicht mehr. Bitte nicht. Und wenn Essen komisch riecht, komisch aussieht oder komisch schmeckt, wirf es weg. Deine Gesundheit ist wichtiger als Geld. Wenn es riecht, sieht oder schmeckt komisch. Weg damit. Verstanden. Adele, lass uns über Küchengeräte sprechen. Welche Geräte sind wirklich nützlich? Gute Frage. Es gibt so viele Geräte. Aber nicht alle sind notwendig. Die wichtigsten sind ein guter Mixer, ein Pürierstab, eine Küchenmaschine und vielleicht ein Slow Cooker. Was ist ein Slow Cooker? Ein Slow Cooker ist ein elektrischer Topf, der sehr langsam kocht. Du gibst morgens alle Zutaten rein, gehst zur Arbeit und abends ist das Essen fertig. Das klingt wie Magie. Was kann ich im Slow Cooker machen? Du kannst Suppen machen, Eintöpfe, Chili, Pulled Pork, Gulasch. Alles, was lange kochen muss, ist perfekt für den Slow Cooker. Ich brauche einen Slow Cooker. Das ist perfekt für mich. Ich bin immer bei der Arbeit. Was ist mit einem Schnellkochtopf? Ein Schnellkochtopf ist das Gegenteil. Er kocht alles sehr schnell unter Druck. Bohnen in 30 Minuten statt 3 Stunden. Kartoffeln in 5 Minuten. Sehr schnell. Ist das nicht gefährlich? Ich habe Geschichten gehört über explodierende Töpfe. Die alten Modelle waren manchmal gefährlich. Aber die neuen Schnellkochtöpfe sind sehr sicher. Sie haben viele Sicherheitsmechanismen. Trotzdem musst du die Anleitung lesen. Die Anleitung lesen, das mache ich nie. Aber für einen Schnellkochtopf werde ich es machen. Bitte mach das. Es ist wichtig. Noch ein tolles Gerät ist ein Standmixer. Du kannst Smoothies machen, Suppen pürieren, Teig machen. Ich liebe Smoothies. Welche Zutaten sind gut für Smoothies? Bananen sind perfekt. Sie machen den Smoothie cremig und süß. Dann kannst du Beeren nehmen. Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren. Dazu Milch oder Joghurt oder Hafermilch. Das klingt lecker und gesund. Kann ich auch Gemüse in den Smoothie tun? Natürlich. Spinat ist sehr beliebt in Smoothies. Du schmeckst ihn fast nicht, aber er ist sehr gesund. Oder Gurke, Sellerie, Karotten. Spinat im Smoothie? Das klingt seltsam, aber ich probiere es. Probier es. Mit Banane und Erdbeeren schmeckst du den Spinat nicht. Und du bekommst viele Vitamine. Okay, ich mache morgen einen grünen Smoothie. Liebe Zuhörer, trinkt ihr Smoothies? Was sind eure Lieblingszutaten? Sehr schön. Peter, lass uns noch über Meal Prep sprechen. Das ist sehr modern jetzt. Meal Prep, was ist das? Meal Prep bedeutet, du kochst einmal für die ganze Woche. Am Sonntag kochst du viele Gerichte, packst sie in Behälter und jeden Tag hast du fertiges Essen. Das klingt effizient. Aber wird das Essen nicht langweilig? Nicht, wenn du verschiedene Gerichte machst. Du kannst Montag Huhn mit Reis machen, Dienstag Pasta mit Gemüse, Mittwoch Suppe, Donnerstag Fisch mit Kartoffeln. Aber wie bewahre ich alles auf? Alles im Kühlschrank? Für 3 bis 4 Tage ist der Kühlschrank okay. Wenn du für die ganze Woche kochen willst, musst du einfrieren. Einfrieren. Ich benutze meinen Gefrierschrank nie. Was kann ich einfrieren? Fast alles. Suppen, Eintöpfe, gekochtes Fleisch, Soßen. Du kannst sogar gekochte Pasta einfrieren. Nur Salat und frisches Gemüse nicht. Salat nicht einfrieren, verstanden. Wie lange hält eingefrorenes Essen? 2 bis 3 Monate. Aber du musst es richtig verpacken. Am besten in luftdichten Behältern oder Gefrierbeuteln. Schreib das Datum drauf. Das Datum draufschreiben, das ist ein guter Tipp. Sonst vergesse ich, wie alt es ist. Genau. Und wenn du das Essen auftauen willst, mach es im Kühlschrank über Nacht, nicht bei Raumtemperatur. Im Kühlschrank auftauen, das dauert lange, oder? Ja, es dauert. Aber es ist sicher. Wenn du keine Zeit hast, kannst du das gefrorene Essen auch direkt in der Mikrowelle oder im Topf aufwärmen. In der Mikrowelle. Ich benutze die Mikrowelle für alles. Ist das okay? Die Mikrowelle ist praktisch. Aber nicht alles schmeckt gut aus der Mikrowelle. Pizza wird weich, Brot wird hart. Besser im Ofen aufwärmen. Im Ofen für Pizza. Notiert, wie lange und wie heiß. Für Pizza 10 Minuten bei 180 Grad. Die Pizza wird wieder knusprig wie frisch.
180 Grad 10 Minuten. Das probiere ich heute Abend mit meiner übrigen Pizza. Perfekt. Peter, wir haben so viel gelernt heute. Lass uns zusammenfassen für unsere Zuhörer. Gute Idee. Also, wir haben gelernt, die wichtigsten Küchengeräte sind Topf, Pfanne, Messer, Schneidebrett, Sieb, Löffel und ein Ofen. Wir haben gelernt, wie man Zutaten kauft. 1 Kilo, ein halbes Kilo, 200 Gramm, 1 Liter, eine Flasche. Wir haben die wichtigsten Verben gelernt. Schneiden, braten, kochen, backen, rühren, mischen, dämpfen, dünsten, grillen. Wir haben gelernt, wie man Tomatensauce macht, wie man Pasta kocht, wie man Steak brät und wie man Kartoffelsuppe kocht. Wir haben über Gewürze gesprochen. Salz, Pfeffer, Paprika, Oregano, Basilikum, Rosmarin, Thymian, Curry, Zimt, Muskatnuss. Wir haben über Lebensmittelsicherheit gelernt. Hände waschen, Obst waschen, kein Fleisch waschen, 2 Schneidebretter benutzen, Essen nicht zu lange draußen lassen. Und wir haben über nützliche Geräte gelernt. Mixer, Pürierstab, Slowcooker, Schnellkochtopf. Sehr gut zusammengefasst, Peter. Ich bin stolz auf dich. Heute hast du viel gelernt. Danke, Adele. Ich fühle mich jetzt viel selbstbewusster in der Küche. Morgen versuche ich, deine Kartoffelsuppe zu machen. Wunderbar. Und vergiss nicht, Kochen ist wie eine Sprache lernen. Am Anfang machst du Fehler, aber mit Übung wirst du besser und besser. Das ist ein schöner Vergleich. Genau wie Deutsch, lernen. Liebe Zuhörer, habt keine Angst vor Fehlern. Probiert neue Rezepte. Habt Spaß beim Kochen. Genau. Und wenn etwas schief geht, könnt ihr immer Pizza bestellen. Das haben wir alle schon gemacht. Haha, das ist wahr. Und jetzt haben wir Hunger bekommen. Was kochst du heute Abend, Adele? Ich denke, ich mache eine schöne Gemüsepfanne mit Reis. Einfach, schnell und lecker. Und du, Peter? Ich denke, ich probiere endlich Pfannkuchen richtig zu machen. Dieses Mal mit Zucker, nicht mit Salz. Ausgezeichnet. Viel Erfolg. Und liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Ja, abonniert Wow Spoken German und schreibt uns in die Kommentare, was kocht ihr heute Abend? Wir wollen es wissen. Und wenn ihr Fragen habt über Kochen oder über Deutsch, schreibt uns. Wir antworten gerne. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Viel Spaß beim Kochen. Und denkt daran, Salz ist nicht Zucker. Ha, ha! Guter Rat, Peter. Tschüss und guten Appetit.